Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nard Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ikigai ist ein faszinierendes Konzept aus Japan, das tief in der Kultur des Landes verwurzelt ist. In seinem Buch Ikigai, die japanische Lebenskunst, beleuchtet der Autor Ken Mogi die essentiellen Aspekte dieser Lebensphilosophie, die den Schlüssel zu einem erfüllten und glücklichen Leben darstellen kann. Ikigai, was so viel bedeutet wie der Grund, warum man morgens aufsteht, ermutigt die Leser, darüber nachzudenken, was ihnen Freude bereitet und was ihnen ein Gefühl der Erfüllung gibt. Das Buch führt die Leser durch verschiedene Facetten des Ikigai und zeigt, wie man das eigene Lebensziel finden kann, indem man Passion, Mission, Berufung und Beruf miteinander verbindet. Ken Mogi nutzt anschauliche Beispiele, persönliche Geschichten und kulturelle Referenzen, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, im Einklang mit seiner inneren Natur zu leben. Es lädt dazu ein, darüber nachzudenken, wie jeder Einzelne seine täglichen Entscheidungen treffen kann, um nicht nur über das Leben zu existieren, sondern ein Leben zu führen, das voller Sinn, Glück und Zufriedenheit ist. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Der Ursprung des Ikigai. Ikigai hat seine Wurzeln in der japanischen Kultur und Philosophie. Das Konzept wird oft als eine Synthese der 4 Elemente beschrieben: was du liebst, was die Welt braucht, wofür du bezahlt werden kannst und was du gut kannst. Mogi erklärt, dass der Ursprung des Begriffs Ikigai aus der Region Okinawa kommt, die bekannt ist für ihre vielen Hundertjährigen. Diese Region hat eine lange Tradition des Wohlbefindens und der Lebensfreude, die auf die Prinzipien des Ikigai zurückgeführt werden kann. Jing-Luo, ein weiterer Begriff, der oft mit Ikigai in Verbindung gebracht wird, beschreibt den tiefen Lebenssinn und die Freude am täglichen Leben. Im Buch wird hervorgehoben, dass der Zugang zu diesem Lebenssinn mit Dankbarkeit und der Fähigkeit verbunden ist, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Mogi lenkt die Aufmerksamkeit auf die Idee, dass Ikigai nicht nur eine große, lebensverändernde Bestimmung ist, sondern auch in den alltäglichen Freuden und Routinen liegen kann, die oft übersehen werden. Diese Erkenntnis ermutigt die Leser, ihr eigenes Ikigai zu entdecken und es in ihren Lebensalltag zu integrieren. Zweitens: Die Elemente des Ikigai. Ken Mogi beschreibt die 4 wesentlichen Elemente des Ikigai, die als Fundament für ein erfülltes Leben dienen. Zunächst ist da die Leidenschaft, die auszudrücken ist durch Hobbys und Aktivitäten, die einem Freude bereiten und die Zeit zum Fliegen bringen. Diese Leidenschaft ist der erste Schritt auf dem Weg zum Ikigai, sowohl für die persönliche Freude als auch um das eigene Potenzial zu maximieren. Das zweite Element ist die Mission, die Quelle dessen, was die Welt braucht. Hier wird die Verbindung von individuellen Talenten und gesellschaftlichen Bedürfnissen betont. Es wird gesagt, dass man nicht nur für sich selbst leben sollte, sondern auch für andere. Das dritte Element ist das Berufungsgefühl, das den Einkommensaspekt anspricht. Die Fähigkeit, aus den eigenen Leidenschaften und Missionen ein Einkommen zu generieren, ist entscheidend für die nachhaltige Erfüllung. Schließlich kommt das vierte Element, das der Beruf ist. Mogi erklärt, dass die Harmonisierung dieser 4 Bereiche es ermöglichte, das Ikigai in einem größeren Lebensrahmen zu verwirklichen. Jedes dieser Elemente trägt zur Schaffung eines ausgewogenen und sinnerfüllten Lebens bei und hilft den Lesern, ihre Prioritäten klarer zu definieren. Drittens: Praktische Schritte zur Entdeckung des Ikigai. Mogi bietet nützliche Strategien an, wie man sein Ikigai finden kann. Er ermutigt die Leser, sich Zeit zu nehmen und in sich hineinzufühlen, um die Dinge zu entdecken, die sie wirklich lieben und die für sie Bedeutung haben. Ein praktischer Ansatz ist das Führen eines Ikigai-Journals, in dem man seine Gedanken, Ideen und Träume festhält. Dabei empfiehlt Mogi, regelmäßig zu reflektieren und die eigenen Erfahrungen zu analysieren. Vor allem durch die Beschäftigung mit persönlichen Stärken und Schwächen können Leser herausfinden, wo ihre Leidenschaften liegen. Ein weiterer hilfreicher Schritt ist das Testen von verschiedenen Aktivitäten und Hobbys, um zu sehen,
welche Freude bereiten und als potenzielle Herausforderungen dienen. Die Idee von Experimentieren und Lernen durch Erleben wird betont, um die persönliche Entwicklung zu fördern. Zu guter Letzt betont Mogi die Gemeinschaft, in der man lebt. Die Unterstützung durch Freunde, Familie und Gleichgesinnte ist entscheidend für die Entdeckung und Verwirklichung des eigenen Ikigai. Diese sozialen Elemente tragen dazu bei, die Motivation und Inspiration aufrechtzuerhalten, während man das eigene Lebensziel verfolgt. 4. Die Bedeutung von Achtsamkeit. Ein zentrales Thema im Buch ist die Achtsamkeit und wie sie dazu beiträgt, das Ikigai zu finden. Mogi erklärt, dass Achtsamkeit nicht nur bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben, sondern auch sich der eigenen Emotionen und der Umwelt bewusst zu sein. Durch Achtsamkeit können Menschen ihre wahren Wünsche und Gedanken erkennen und besser verstehen, was sie im Leben wirklich wollen. Außerdem wird betont, dass das Praktizieren von Achtsamkeit hilft, Klarheit über das eigene Ikigai zu bekommen. Mogi führt verschiedene Techniken ein, die die Leser anwenden können, um ihre Achtsamkeit zu stärken, darunter Meditation, Atemübungen und einfache alltägliche Praktiken, die im Moment verankert sind. Diese Praktiken tragen nicht nur dazu bei, Stress abzubauen, sondern fördern auch die persönliche sowie die emotionale Entwicklung. Die Verbindung zwischen Achtsamkeit und Ikigai wird in dem Sinne hervorgehoben, dass ein bewusster Lebensstil dazu führt, dass man mehr im Einklang mit seinen Werten und Zielen lebt. Das Buch bietet einen tiefen Einblick in die Vorteile der Achtsamkeit und wie sie als kraftvolles Werkzeug zur Entdeckung und Pflege des Ikigai genutzt werden kann. Schließlich das tägliche Leben und Ikigai. Ein weiterer Aspekt, den Ken Mogi anspricht, ist die Integration des Ikigai in das tägliche Leben. Anstatt Ikigai als eine große, einmalige Lebensaufgabe zu betrachten, ermutigt er die Leser, es in ihre täglichen Routinen einzubinden. Dies kann durch kleine Änderungen in der täglichen Praxis geschehen, die Freude und Erfüllung in den Alltag bringen. Der Autor schlägt vor, einfache Rituale zu schaffen, die einem helfen, sich im Moment zu verwurzeln und zu reflektieren, was einem gut tut. Beispiele sind das Genießen einer Tasse Tee, das Verweilen im Freien oder das Lesen eines Buches. Diese kleinen, bedeutungsvollen Aktivitäten können das allgemeine Wohlbefinden steigern und dazu beitragen, den Lebenssinn zu festigen. Mogi stellt auch die Idee der Kontinuität vor, bei der kleine, konsistente Praktiken eine große positive Wirkung auf das Leben haben können. Diese Sage bringt Optimismus und Freude in die täglichen Handlungen, die oft automatisiert oder als Routine betrachtet werden. Es wird betont, dass jeder Tag eine Gelegenheit bietet, das eigene Ikigai zu praktizieren, sei es durch die Pflege von Beziehungen, das Verfolgen persönlicher Interessen oder das Engagement für die Gemeinschaft. Zusammenfassend: Dieses Buch eignet sich für eine breite Leserschaft, besonders für diejenigen, die auf der Suche nach einem tieferen Sinn im Leben sind. Es ist hilfreich für alle, die sich mit den Fragen der Identität, des Lebensziels und der Zufriedenheit auseinandersetzen. Ob in der Midlife-Crisis, in verschiedenen Lebensübergängen oder einfach nur im Alltag, die Lektionen, die aus der Ikigai-Philosophie gezogen werden, sind für jeden wertvoll. Dieses Buch lehrt, wie man die Kunst des Lebens maßen kann und wie man persönlichen und sozialen Wohlstand entwickeln kann. Wer bereit ist, sich auf diese Reise zur Selbstentdeckung einzulassen, findet in Ikigai einen praktischen Leitfaden. Es fordert die Leser auf, tief in sich zu gehen und die kleinen Freuden im Leben wertzuschätzen und zu kultivieren. Es erinnert daran, dass Glück nicht unbedingt die Erfüllung eines großen Lebensziels bedeutet, sondern das Bewusstsein für die Schönheit des Augenblicks und der alltäglichen Dinge. Mit dem Wissen um das Ikigai und den umsetzbaren Ratschlägen zur Lebensgestaltung kann jeder Leser versuchen, die Balance zwischen seinen Fähigkeiten, seiner Leidenschaft und den Bedürfnissen der Gesellschaft zu finden, was schlussendlich zur Steigerung der Lebensqualität führt. Wenn Sie unterstützen möchten, Ken Mogi, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.